Mücken sind wahre Miniaturvampire der Lüfte. Hierzulande sind die Blutsauger meist nur lästig, aber nicht sonderlich gefährlich. Stechmücken können uns aber nerven. Sind sie nachts im Schlafzimmer, können wir vom Schlaf meist nur noch träumen. In diesem Beitrag geht es um die Mückinnen. Und das ist jetzt nicht gegendert, sondern tatsächlich stechen nur Mückenweibchen. Mückenmännchen ernähren sich rein vegan. Stichelei ist bei Mücken weiblich. Es geht auch darum, wie wir uns vor Mückenstichen schützen können und die Stiche wirkungsvoll behandeln. Und wir räumen auf mit althergebrachten Fake News über Mücken und Licht. Hallo und herzlich willkommen zu Romeo. Schön, dass du neugierig bist. Mücken leben auf allen Kontinenten der Erde. Ca. 3600 Mückenarten unterscheiden die Biologen. Sie leben unter den verschiedensten klimatischen Bedingungen und damit meine ich die Mücken, nicht die Biologen. Nur die Antarktis ist bisher mückenfrei. Mücken gab es lange vor dem Menschen auf unserem Planeten, schon zu Zeiten der Dinosaurier. Aber wen juckt das heute? Dass Noah 2 von den Viechern mit auf seine Arche nahm, finde ich persönlich unverantwortlich. In Europa sind mindestens 104 Mückenarten beheimatet. Die meisten gelten als harmlos. Weltweit jedoch sterben mehr als 700.000 Menschen jährlich an den Folgen von Mückenstichen. Das liegt daran, dass die kleinen Plagegeister potenziell tödliche Krankheitserreger auf den Menschen übertragen können. Viren, Bakterien und Parasiten. Moskitos sind wohl die für den Menschen todbringendste Spezies auf dem Planeten. Die asiatische Tigermücke Aedes albopictus zum Beispiel steht im Verdacht, für mindestens 22 Viren Zwischenwirt zu sein, darunter Dengue-Viren, Zika-Viren und Gelbfiebererreger. Ursprünglich war sie ausschließlich in Südostasien beheimatet, globalisiert sich aber derzeit und ist seit 2007 auch in Deutschland heimisch. Da sich die Mücken hierzulande kaum mit Gelbfieber oder Dengueviren infizieren können, ist Panik fehl am Platz. Anders sieht es bei Krankheiten wie dem Westnilfieber aus. Das von Vögeln über die Tigermücke auf den Menschen übertragene Westnilfieber verläuft vorwiegend symptomlos. In Deutschland wurden die ersten Infektionen im Jahr 2019 festgestellt. 20 Fälle waren bis im Frühjahr 2021 dem Robert-Koch-Institut bekannt, davon ein Todesfall. Da nur ein kleiner Teil der Infizierten Symptome trägt und nur etwa einer von 100 Infizierten schwer erkrankt, ist davon auszugehen, dass es weitere nicht diagnostizierte Infektionen gab. In Südeuropa wurden lokale Fälle von der Tigermücke übertragene Denguefieber- und Malaria-Fälle gemeldet. Die Zeit, in der in Europa Stechmücken nur lästig sind, könnte bald vorbei sein. Culicidae ist der biologische Begriff für die gemeine Stechmücke und, wie ich hinzufügen möchte, für die sehr gemeine Stechmücke, deren stechende Weibchen uns den Schlaf rauben können. Hören wir nachts ihr Summen, können wir uns schon vorstellen, dass sie sich gerade ein Lätzchen umgebunden haben und hungrig nach unserem Blut sind. Der Summton entsteht durch die Flügelschlagfrequenz von 300 bis 500 Schlägen. Und was uns abschreckt, lockt Mückenmännchen zur Begattung an. Mücken werden als Ei gelegt, entwickeln sich über die Larve zur Puppe und schlüpfen als Imago, wie das erwachsene Insekt genannt wird. Weibchen haben eine Lebenszeit von 1 bis 2 Monaten, Männchen leben ca. 2 Wochen. Beide bewegen sich im Umkreis von bis zu 3 Kilometer um ihren Brutplatz, also ein stehendes Gewässer. Wobei Gewässer eine große Aussage ist, ein großer Ausdruck ist. 13 Milliliter Wasser reichen manchen Mückenarten zum Brüten. Und diese Wassermenge, die Menge eines Esslöffels, findet sich in Regentonnen, Blumenuntersetzern, verstopften Wasserabläufen oder einem achtlos weggeworfenen Flaschendeckel. Was zieht denn nun die Mücken an?
Früher hörte man oft: Mach das Licht aus, du lockst die Mücken rein. Mücken werden jedoch nicht vom Licht angelockt. UV-Insektenlampen sind für die Mückenvernichtung komplett ungeeignet. Mücken haben Sensoren für Kohlenstoffdioxid, sozusagen eine eingebaute CO2-Ampel. Und CO2 ist reichlich in unserer Ausatemluft. Wir sind es also höchstpersönlich, die die Mücken anlocken. Auch auf unsere Körperwärme und auf Schweißbestandteile wie Milchsäure, Harnsäure und Ammoniak fliegen die Sonnenplagegeister. Und da die Schweißzusammensetzung genetisch festgelegt ist und sich bei den Menschen unterscheidet, gibt es Menschen, die häufiger gestochen werden als andere. Sportler wissen außerdem, je höher die Körpertemperatur und je mehr Schweiß, umso eher wird man gestochen. Auch Schwangere werden öfter gestochen, da sie das CO2 von 2 Menschen ausatmen. Dicke werden öfter gestochen als dünne, große werden öfter gestochen als kleine Menschen. Welches Blut mögen denn die Mücken eigentlich? Gibt es sogenanntes süßes Blut? Süßes Blut gibt es natürlich in diesem Sinne nicht. Die Blutgruppe spielt nach modernen Erkenntnissen aber tatsächlich eine Rolle, wie wahrscheinlich ein Mückenstich ist, wenn die Mücke Auswahl hat. Die schwirrenden Insekten können über ein chemisches Signal auf unserer Haut die Blutgruppe wahrnehmen und fliegen besonders auf Blutgruppe 0. Blutgruppe A ist nur halb so begehrt. Blutgruppe B ist im Mückenranking irgendwo dazwischen. Wann sind Mücken aktiv und stichlustig? Stechmücken sind besonders in der Dämmerung aktiv und nachtaktiv, wie auch die nicht stechenden, aber beißenden Kriebelmücken. Die vorhin erwähnte asiatische Tigermücke ist tagaktiv und aggressiv. Bei Vollmond sind alle Mücken aggressiver. Wann sie stechen, hängt von der Art ab. Es gibt tag- und nachtaktive Tiere, Licht spielt dabei keine Rolle. Wann ist hier Mückensaison? Es geht im April, Mai los. Die meisten Mücken gibt es dann aber hierzulande in der feuchtwarmen Jahreszeit, im Sommer, im Spätsommer und im Frühherbst. Sie überwintern als Eier, Larven oder weibliche Mücken. Männliche Mücken sterben vor dem Winter ab. Die Winterstarre setzt bei den Mückenweibchen bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius ein. Ein Glycerin-Gemisch, eine Glycerinverbindung in ihrem Blut dient als Frostschutzmittel, wie beim Auto. Zwischen 8 und 10 Grad erwachen Mückenweibchen aus dem Winterschlaf und begeben sich auf Nahrungssuche. Das heißt, sie werden stechlustig. Welche Methoden zur Mückenabwehr stehen uns denn zur Verfügung? Wir können Mücken verscheuchen und aggressiv nach ihnen schlagen. An der Universität von Washington hat man in einer Studie nachgewiesen, dass sich Mücken bis zu 24 Stunden merken können, welche potenzielle Beute besonders aggressiv war, und meiden diese in dieser Zeit. Mücken können uns in der Dämmerung und tagsüber besser erkennen, je dunkler wir gekleidet sind. Helle, lange Kleidung hält Mücken ferner. Viele schwören zur Mückenabwehr auf Hausmittel wie Knoblauch, Zitronengras, Zitronen und Nelken, Natursprays mit ätherischen Ölen. Alles Mittel, die unseren Körpergeruch übertönen sollen. Die Wirkung ist gering bis kurzfristig bis nicht nachweisbar. Eine Reihe von Gadgets wird auch zum Kauf angeboten, wie UV-Lampen oder Armbänder. Die meisten beruhigen uns vielleicht ein wenig, die Mücken jedoch jucken sie nicht. Wirkungsvolle Produkte sind Produkte, die Icaridin enthalten oder Produkte, die Diethylamid enthalten. Letzteres wird als DEET abgekürzt und beworben. Aber besonders Schwangere, stillende Mütter und Kinder unter 3 Jahren wird allgemein vor der Anwendung abgeraten. Äußerst effektiv und nebenwirkungsfrei haben sich Mückengitter und Mückennetze erwiesen. Oder auch das Trockenlegen von Brutplätzen, zum Beispiel durch Leeren der Regentonnen. Von kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung
Der Schnakenplage wird seit 1987 das Bakterium Bacillus thuringiensis israeliensis eingesetzt. Als Eisgranulat wird es mit Hubschraubern großflächig ausgebracht. Das Bakterium befällt den Verdauungstrakt von Mückenlarven und schädigt ihn mit tödlichem Effekt. Die Methode wird auch am Bayerischen Chiemsee eingesetzt. Geforscht wird auch daran, Mückenpopulationen durch Gendrive zu dezimieren. Dabei würden genetisch manipulierte Mücken sich mit ihren Artgenossinnen paaren und letztlich zu weniger Nachwuchs führen. Der massive Eingriff in die Evolution ist äußerst umstritten. Was passiert nun beim Mückenstich, wenn also alle Abwehrmechanismen fehlgeschlagen sind? Direkt nach dem Einstich in die Haut injiziert das blutsaugende Insekt ein Speichelsekret. Ein Injektionsgemisch aus über 100 Komponenten wird uns dabei gespritzt. Ein richtiger Enzymcocktail. Er bewirkt eine lokale Anästhesie, ist quasi eine Schmerzspritze, damit wir das Blutabzapfen nicht merken sollen und erst recht nicht die Mücke erschlagen, die bis zu 3 Minuten mit der Blutentnahme beschäftigt ist. Der gespritzte Cocktail bewirkt auch, dass unser abgezapftes Blut schneller saugbar ist und nicht gerinnt. Dieser eingespritzte Speichel löst eine örtlich giftliche und allergische Reaktion aus, die wir als Quaddeln und Papeln, also als Schwellungen wahrnehmen. Unser Körper schüttet lokal Histamin aus. Das nehmen wir dann als Juckreiz wahr. Bei manchen fällt die allergische Reaktion geringer aus, bei anderen massiver. Was hilft denn nun nach dem Stich? Besonders Antihistaminika, wie sie in Mückenstiften angeboten werden, bekämpfen den Juckreiz effektiv. Die Wirkstoffe entkoppeln das körpereigene Histamin von den Rezeptoren und schon juckt es uns nicht mehr. Auch Hausmittel verschaffen Linderung, hauptsächlich durch den kühlenden Effekt. Deshalb hilft auch Spucke als Sofortmaßnahme. Auch auf Essigwasser und Zitronensaft schwören viele. Die Wissenschaft ist sich nicht einig, warum Wärmeanwendung über 45 Grad hilft. Die einen erklären, es würde die Proteine des Insektenspeichels denaturieren. Die anderen argumentieren, das ausgeschüttete Histamin würde inaktiviert. Wer zum Beispiel einen erhitzten Teelöffel zum Einsatz bringt, sollte jedoch sicherstellen, dass er sich nicht verbrennt, also nicht übertreiben mit der Temperatur. Und auf keinen Fall kratzen, dadurch kann die Haut verletzt werden und im ungünstigsten Fall mit Erregern infiziert werden. Zu guter Letzt, was passiert beim Mückenstich in der Mücke? Die Zeit zur Blutentnahme beträgt bis zu 3 Minuten, in der die Mücke in Lebensgefahr durch Erschlagen steht. Die Mücke nimmt durch ihren Saugrüssel das Blut auf, es gelangt in den Magen. Proteine wie Hämoglobin und Albumin und Eisen werden zur Eierbildung verstoffwechselt. Verdauungszeit bis zur Eiablage sind 1 bis 2 Tage. Ist das abgezapfte Blut mit Erregern infiziert und gelangen diese Erreger vom Verdauungstrakt der Mücke in ihren Speichel, können Mücken potenziell tödliche Krankheiten übertragen. Bis zu 200 Eier legt eine Mücke. Von Ei bis zur fertigen Mücke vergehen dann ca. 2 Wochen. Die kleinen fliegenden Vampire brauchen Wasser zum Brüten. Ob Regentonnen, verstopfte Wasserabflüsse, Vogeltränken oder Untersetzer, Pfützen, nasse Wiesen, die Mücken fliegen drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Nütz jeden Mückenschutz, den du bekommen kannst und hau drauf. Und bleib neugierig. Mit Romeo.com.